Hallo und willkommen Floorball Deutschland. Hallo und herzlich willkommen an alle Floorball-Begeisterten in Deutschland. Wir sind Schlagart. Schlagart ist das neue Floorball-Magazin im Internet. Und Ich bin der Daniel. ich bin Max und wir stehen heute vor der schwedischen Botschaft in Thüringen. Warum stehen wir vor der schwedischen Botschaft in Thüringen? Ja, was liegt näher als Floorballspieler, sich vor die schwedische Botschaft zu stellen? Denn aus Schweden kommt der Sport eigentlich. Ja, da hast du recht. Was wollen wir denn eigentlich machen bei Schlagart? Ja, wir wollen euch heute zum einen einen Schläger präsentieren, nicht diesen Schläger, einen anderen Schläger, den seht ihr später noch. Und zum anderen euch nützliche und informative historische Fakten zu eurer Sportart liefern. Super. Wir fahren außerdem nach Ilmenau. Ilmenau ist auch in Thüringen und Ilmenau hat auch eine Floorballmannschaft. Die wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Ja, die wollen wir uns natürlich nicht nur anschauen, sondern wir wollen euch zeigen, wo wird in Deutschland überhaupt Floorball gespielt, wie kam die Sportart dahin und was ist die Geschichte dahinter. Und da ist das gute Ding. Diesen Schläger wollen wir euch heute vorstellen. Es handelt sich dabei um den Player Plus Powerbow 26 Chrom von Unihoc. Eines der Topmodelle dieser Saison von Unihoc, der mit technischen Innovationen nur so überladen ist. Wenn man diesen Schläger das erste Mal in der Hand hält, denkt man sich, hoppla, was ist das? Der fässt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Das liegt an dem neuen Air Pressure Rail System von Unihoc. Dieses führt dazu, dass der mittlere Teil des Schlägers verdickt ist und zwei Rillen sich bis zum Griffband fortsetzen. Dieses System sorgt dafür, dass der komplette Stock sehr hart und steif ist und die komplette Schusskraft auf den unteren Bereich des Schlägers gelenkt wird. Außerdem haben wir im unteren Bereich des Schlägers einen leichten Knick, welcher für einen optimalen Winkel zum Ball sorgt. Das Griffband ist zweigeteilt. Im oberen Bereich haben wir ein normales Wickelgriffband und im unteren Bereich haben wir ein Window Grip, welches einen Blick auf das Air Pressure Rail System ermöglicht. Die Kelle, wie der Name schon sagt, ist eine Player Plus Kelle, allseits beliebt, brauche ich nicht zu viel sagen, und wird ausgeliefert in der Stärke Medium. Das ist der Schläger. So Daniel, du hast ja jetzt einiges über den Schläger erzählt, aber ich würde sagen, wir testen den Schläger einfach mal. Gute Idee. Also für mich persönlich ist das Handling zu Beginn etwas schwierig. Das liegt zum einen daran, dass der Stock sehr hart ist durch dieses Air Pressure Rail System. Dadurch ist der Stock auch ein bisschen dicker im Mittelbereich und hat diese Rillen drin, was sich auch im Griffband fortsetzt. Das ist ein bisschen anders und gewöhnungsbedürftig zu normalen Schlägern. Mir gefällt es vor allen Dingen im Griffband, dieses Window-Griffband gefällt mir persönlich nicht so gut. Aber ansonsten habe ich wenig auszusetzen gegen den Schläger. Man merkt sofort ab den ersten Schuss, was da für eine Kraft dahinter steckt. Die wird 1:1 auf den Schläger übertragen. Man kriegt da richtig Bums dahinter. Auch der Winkel unten sorgt für ein perfektes Ballgefühl. Also dahingehend ist der Schläger wirklich top. Es ist nun wirklich kein Anfängerschläger, das muss man auch dazu sagen. Mit 179,90 € ist es schon ein Schläger, der wirklich hoch anzusetzen ist vom Preis her. Bietet aber auch etliche technische Innovationen und ist für Profi- und Ligaspieler auf alle Fälle geeignet. Und ich kann ihn wirklich nur empfehlen, weil man merkt, wenn man den Schläger in der Hand hat, dass man wirklich eine richtige Waffe in der Hand hat. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir unterbrechen diese Sendung für eine kurze Einmeldung. Bei Schlagart, dem Internet-Floorball-Magazin, werden dreiste Lügen verbreitet. Man behauptete, Floorball käme aus Schweden. Natürlich stammt die Sportart aus den USA und ist dort Ende der 60er Jahre entstanden. Von dort aus trat es seinen Siegeszug nach Europa an. Zur zweiten Meldung. Forscher meinen die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden zu haben. Wie bereits im Buch Per Anhalter durch die Galaxie von Douglas Adams vermutet, lautet die Antwort 42.
Verschiedene Forscher vermuten, dass es sich hierbei um genau die Anzahl in Jahren handelt, die Sportart Floorball auf dem alten Kontinent Europa gespielt wird. Dazu einige Bilder. Das ist Herr Alquist. Doch, was hat Herr Alquist da in seiner Hand? Ja, das ist ein Floorballschläger. Heute sehen die Schläger natürlich etwas anders aus. Aber das habt ihr ja schon gesehen. Herr Alquist brachte den Sport Unihockey 1969 nach Europa. Ja, ihr habt richtig gehört. Seit 42 Jahren wird auf dem alten Kontinent schon Floorball gespielt. Wie ihr hier sehen könnt, sah damals jedoch alles noch ganz anders aus. Doch, Moment, was macht der Typ da auf dem Bild? Der springt doch nicht etwa. Doch, macht er, denn damals waren die Regeln noch ganz anders als heute. Heute ist das nicht mehr erlaubt. Herr Alquist ist außerdem der Begründer der Firma Unihoc. Früher importierte er die Schläger aus den USA, doch die Ölkrise 1973 machte ihm einen riesen Strich durch die Rechnung. Das war damals alles zu kostspielig. Also fing Unihoc 1973 an, eigene Schläger auch in Europa zu produzieren. Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Wand, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich aufgegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. So, alles klar, wir sind jetzt in der Uni Ilmenau, genau gesagt in der Sporthalle der Uni Ilmenau. Und wir wollen euch heute noch mal ein bisschen das Ilmenauer Floorball-Team näher bringen und sie beim Training beobachten. Genau, deswegen würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lang, gehen einfach rein. Let's go. Eins, zwei, drei, vier. Wir sind jetzt hier mitten beim Training in Ilmenau und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Spielern und fragen, was sie vom Floorball halten. Wir haben hier den Peter, alles klar. Sag mal, wie bist du eigentlich zu Floorball gekommen und was macht die Sportart für dich aus? Oh Gott, das war vor 4 Jahren. Alles. Ich habe meine physikalische Form verbessern und neue Freunde gefunden. Ja, das dieser Sport für mich fast alles. Okay, weißt du eigentlich, was die Abkürzung Floorball heißt? Unihockey. So, du bist der? Philipp, sag mal, wie bist du eigentlich zu Floorball gekommen und was macht für dich die Sportart aus? Also ist schon wegen länger her. Also ich komme vom CVM-Hockey, das ist im Endeffekt so ziemlich das Gleiche, wegen entschärften Regeln und so. Und dann, seitdem ich hier studiere, also seit 3 Semestern jetzt, bin ich halt hier dabei. Vorher habe ich 3 Jahre, glaube ich, beim CVM gespielt. Und für mich einfach nur Spaß. Es ist einfach, ja. Man kann sich hier tothetzen, ist ein prima Bild und ab und zu mal richtig schön abziehen. Also ich habe gleich mal noch eine Frage, sag mal, ihr seid nur eine technische Uni, aber habt so eine tolle Halle und vor allen Dingen so einen tollen Hallenboden. Wie kommt das eigentlich zusammen? Gute Frage, also anscheinend ist der Uni ziemlich gut und gerade der Boden ist nagelneu, also wir haben das in den Semesterferien neu gemacht. Also angeblich, man sieht nicht viel, aber ja, der Uni scheint es gut zu gehen. Ich bin Christian, ich bin 33 Jahre alt und ich komme aus Mühlhausen in Thüringen. Alles klar. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie Floorball eigentlich nach Ilmenau kam?
und wie sich der Sport dann im Vergleich zu damals hier entwickelt hat? Wie es beim Unikurs so ist, hat man ziemlich viel Durchlauf. Das heißt, jedes Semester kommen viele neue Leute und es gehen auch welche, die nicht mehr in Ilmenau sind. Und mit den Leuten, die gehen, geht natürlich auch Informationen verloren. Deswegen weiß ich nicht genau, wie Floorball überhaupt nach Ilmenau gekommen ist. Was ich aber weiß, ist, dass 1998 Daniela Schauer die erste Frau im Kurs gewesen ist. Und 18 Jahre danach konnte die Mannschaft der Uni eigentlich auch auf irgendwelche Mixturniere fahren, weil das vorher wegen mangelnden Frauen überhaupt nicht ging. Okay, und im Vergleich zum Anfang, wo du ja angefangen hast mit Floorball, hat sich da irgendwas verändert? Ist es genauso geblieben? Was hat sich da entwickelt? Also der Kurs ist eigentlich stetig gewachsen und es sind dieses Jahr die meisten Leute, die wir bis jetzt hier gehabt haben. Es sind momentan eigentlich pro Woche um die 40 Leute da. Manchmal mehr, manchmal weniger. Dienstag ist halt immer so eine Zeit, da ist oft Fußball. Jetzt ist morgen Feiertag, also ab und zu kommen mal weniger, ab und zu kommen mal mehr, aber so um die 40 Leute sind dieses Semester eigentlich immer da gewesen. Okay. Und welche Position hast du in Ilmenau, speziell im Bereich Floorball inne? Ich bin einer der Kursleiter des Sportkurses und ich kümmere mich hauptsächlich um die Anfänger. Okay. Kannst du uns kurz erzählen, welchen Stellenwert Floorball hier im Unisport hat und wie es da eigentlich dazu gekommen ist? Der Floorball-Kurs ist mittlerweile einer der größten, wenn nicht gar der größte Mannschaftssportkurs an der Uni. So viel, ja? Also selbst Fußball und alles ist mehr als Fußball. Genau. Krass. Okay, und wie ist so die Frequenz bei euch? Also wie viele Leute nehmen hier teil und wie oft habt ihr Training in der Woche? Wir haben zweimal die Woche Training. Am Dienstag ist Spieltreff, an den alle kommen können. Und am Donnerstag haben wir einen Treff für die Fortgeschrittenen. Dann geht es uns hauptsächlich um die Spieler, die mit auf Turniere nehmen und die auch auf unserem Turnier mitspielen. Und dienstags haben wir die komplette Halle, da kommen wie gesagt um die 40 Leute. Und am Donnerstag haben wir nur ein Hallendrittel, das heißt, da sind wir so zwischen 10 und 15 Leute. Okay. Und kann ja eigentlich jeder mitmachen und trennt ihr die Kurse zwischen Anfänger oder Fortgeschrittene? Es kann jeder kommen, der will. Man muss überhaupt keine Erfahrung mitbringen, man braucht auch keinen Schläger oder irgendwelche andere Ausrüstung. Schläger haben wir hier vorrätig. Und beim Spieltreff trennen wir am Anfang zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen und versuchen aber dann über das Semester das zusammenzuführen, dass dann am Ende des Semesters alle zusammenspielen. Dankeschön. Ich möchte euch ein paar Fragen zum E-Wood stellen, aber zu Beginn stellt euch einfach mal der Reihe nach vor, würde ich sagen. Ich bin Christian, ich bin 33 Jahre und ich bin aus Mühlhausen in Thüringen. Ich bin Dani, ich bin ein bisschen älter und ich komme ursprünglich aus Erfurt, wohne aber jetzt schon sehr lange in Ilmenau. Ich bin Samuel, 26, Ilmenau, Student, komme aus Erfurt, spiele Hockey in Ilmenau und stelle eine andere Frage. Alles klar, dann geht die erste Frage an Daniela. Sag mal, seit wann richtet ihr eigentlich das E-Wood aus und wie viele Leute sind beteiligt an der Planung und Umsetzung? Und die wichtigste Frage, wie finanziert ihr euch? Also erstmal zur ersten Frage. Wir richten das E-Wood seit 2005 aus und zwar wurde die Halle 2005 hier eröffnet. Das war ein langer Kampf der Studenten um eine Sporthalle, vorher gab es nämlich gar keine. Und zur Freude darüber haben wir 2005 2 Turniere gemacht, eins im Mai und dann eben, weil es gut gelaufen ist, haben wir dann im Dezember gleich unser erstes Weihnachtsturnier gemacht. Und seitdem ist das Tradition. Und Finanzierung, Sam, du vielleicht? Wie finanziert ihr euch, das Turnier überhaupt auf die Beine zu stellen? Na, es gibt ja zum einen erstmal einen Teilnehmerbeitrag, den die Teams entrichten müssen. Dann haben wir in der Anfangszeit noch ein bisschen Geld vom Stura beantragt, diverse Spenden aus der Stadt aufgetrieben. Inzwischen sind wir so weit, dass wir eigentlich sagen können, wir können eigentlich fast alles über die Teilnehmerbeiträge finanzieren und können da mit plus minus null am Ende quasi rausgehen. Okay. Christian, sag mal, was ist deiner Meinung nach was zeichnet das E-Wood deiner Meinung nach aus? Es ist immer schwer, uns die Frage zu stellen, da muss man mehr die Teilnehmer fragen. Wir denken, es ist eine sehr familiäre Atmosphäre hier. Das heißt, man trifft jedes Jahr wieder die Leute, die man das ganze Jahr überhaupt nicht gesehen hat. Auf dem E-Wood trifft man sie. Genauso manche Mannschaften, die sich das ganze Jahr nicht sehen, weil sie inzwischen über ganz Deutschland verteilt haben, treffen sich dann halt auf unserem Turnier wieder. Und dann haben wir für jede Mannschaft einen selbst gebastelten Pokal und hat auch eine selbstgestaltete Urkunde. Das machen ja auch nicht alle Turniere. Und die Vorstandsgemeinschaft Elektronische Medien streamt unser Turnier auch immer live ins Internet.
Das heißt, Freunde, die nicht hierher kommen können, können sich das von zu Hause aus ansehen. Und das Ganze wird dann auch on demand ins Internet gestellt, also können dann auch die Spieler hinterher sich anschauen, wie sie gespielt haben. Und es ist draußen scheiße kalt, das heißt drin, das schweißt einfach mehr zusammen. Dann an Christian nochmal eine Frage. Wie soll das E-Boot eigentlich jetzt in Zukunft aussehen? Wollt ihr mehr Mannschaften haben? Wollt ihr es so belassen? Wie sieht es da aus? Generell würden wir natürlich gern jede Mannschaft, die hierher kommen will, auch aufnehmen. Allerdings scheitert das am Platz in der Halle. Wir sind mit 24 Mannschaften schon ziemlich weit am Anschlag. Also vor allen Dingen, was die Übernachtung betrifft, ist es hier oben relativ voll. Deswegen sind wir auch dieses Jahr am Überlegen, den Essensstand nicht mehr hier oben, sondern unten ins Foyer zu packen, damit wir hier oben mehr Schlafplätze haben. Und dann, wenn man die Spieler fragen, was sie haben wollen, kriegen wir eigentlich immer als Antwort mehr Spielzeit, mehr Spielzeit. Und wenn wir in einer Halle auf 2 Feldern mehr Mannschaften nehmen wollen, muss man gleichzeitig auch die Spielzeit der einzelnen Spiele verringern. Und das würde ja dann nicht dem entsprechen, was die Spieler von uns erwarten. Okay. Tja, und dann nochmal an alle 3 eine Frage gerichtet. Was können wir eigentlich von euch erwarten, wenn ihr euer eigenes Turnier gewinnt? Also ehrlich gesagt haben wir uns darüber noch nie Gedanken gemacht, da bisher Teams wie Team Unihoc meistens immer angetreten sind und auch einen der ersten 3 Plätze belegt haben. Also von daher haben wir uns nie Hoffnungen gemacht. Generell mal schauen. Also vielleicht werden alle völlig ausflippen, wenn wir gewinnen sollten und die Halle wird Kopf stehen, schätze ich mal. Ja, und jetzt mal hier eine Ansage. Wenn ihr das Turnier gewinnt, was können wir dann erwarten? Ich meine, ihr könnt euch jetzt ja alles trauen, weil nach deiner Aussage gewinnt das ja nicht. Die Halle abgerissen. Das glaube ich kaum. Das ist das allerletzte E-Boot, das hier stattgefunden hat, dass wir für immer E-Boot-Sieger sind. Dann hätten wir ja unser Ziel erreicht, aber soll ja nicht so sein. Alles klar, dann danke ich. Das war die erste Folge von Schlagart. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir werden versuchen, ab sofort regelmäßig Sendungen zu veröffentlichen. Genau, und wenn ihr wollt, dass wir vielleicht mal bei euch vorbeischauen, beziehungsweise ihr Anregungen und Ideen für unsere Sendung habt, dann schreibt uns einfach eine Mail unter info@schlagart.de. beziehungsweise findet ihr uns auch auf Facebook unter dem Stichwort Schlagart. Das war's. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Ciao. Ciao.